Herr Sündermann, in der Mitte der 80er Jahre erlebten Sie eine außerkörperliche Erfahrung. Wie kam das? Ich hatte zur damaligen Zeit einen Job in einem Gartenbaubetrieb und war dort als Fahrer beschäftigt. Mir ging es da nicht so besonders gut. Ich hatte gesundheitliche Probleme und ich hatte auch starke Herzrhythmusstörungen, aber ich habe das immer so ein bisschen verschwiegen. Und an einem Samstag, ich erinnere mich ganz genau, an einem Samstag, ungefähr so 1986, 1987, Mitte der 80er Jahre, hatte ich dann also Wochenende auch genossen. Meine Frau, damalige Frau, die war noch auf Arbeit. Ich habe dann noch mal genau nachgedacht, was an dem Tag gewesen ist. Die war auf Arbeit, ich war alleine, ich lag in meinem Bett und ich hatte immer so, seit Tagen schon, habe ich aber keinem erzählt, ich hatte immer so Krämpfe, so Bauchkrämpfe. Das war ganz komisch. Ich hatte immer Bauchkrämpfe und dann habe ich gedacht, boah, da ist irgendwas Schlimmes, irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Naja, so weit, so gut. Die Bauchkrämpfe gingen danach auch wieder weg. Die waren sporadisch, waren die da. Und wie gesagt, ich war dann in so einer entspannten Phase, liege also ganz gemütlich in mein Bett und lege mich so auf die Seite und schaue aus dem Fenster. War wunderschönes Sonnenwetter, strahlender Sonnenschein und gucke dann so aus dem Fenster und also nicht aus dem Fenster, sondern vom Bett aus zum Fenster. Das Bett war ungefähr, sagen wir mal, so 2,5 bis 3 Meter vom Fenster weg. Und ich konnte aber dann draußen die Sonne sehen, den Baum konnte ich und den Wagen konnte ich sehen, der da stand von der Seite durchs Fenster. Und wie ich da so liege und auf die Seite so liege, da kam auf einmal, da kam mir auf einmal das Fenster entgegen. Da kam mir auf einmal das Fenster entgegen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das Fenster, die Scheibe, die Scheibe. Da war ich schon durch. Ich bin also praktisch, ich hatte das Gefühl, als wenn ich durch das Fenster geflogen. Ich bin durch das Fenster geflogen und bin dann, ich war dann also über den Bürgersteig, ich gucke nach unten, ich sehe den Bürgersteig, ich sehe das Fenster von außen jetzt, ich war draußen und sehe so eine Rauchwolke, wie so eine Rauchwolke aus dem Fenster zu mir in Richtung Füße, als wenn ich Füße hätte, aber ich habe ja keine Füße, ich habe ja keine Füße gesehen, auch keine Arme habe ich gesehen. Ich habe nur praktisch gesehen, aus der Perspektive eines Sehenden habe ich gesehen, ich habe nach unten geguckt, da sehe ich einen Rauch, wie so eine Rauchwolke, wie so ein Djinn. Gibt ja so Fernsehserien, da gab es ja auch schon mal sowas. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und dann bin ich nach oben, ich sehe die Hauswand, das war Rauputz, war das noch, die wurde nachher renoviert, da war nachher verklinkert. Die war eine Rauputzwand, altes Gemäuer. Und ich sehe mein Fenster unten, gucke nach unten und gucke dann so in die Wohnung rein, aber ich konnte mich nicht sehen. Ich denke, was machst du jetzt hier oben? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt los? Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da sehe ich die Hauswand und ich bin ungefähr auf der Höhe der Dachrinne. Ungefähr auf der Höhe der Dachrinne bin ich. Und zwar, ich war auf Augenhöhe mit der Dachrinne. Ich war vielleicht 10 Meter höher als die Dachrinne. Und dann habe ich das Dach gesehen. Rechts eine graue Fläche, aber wie gesagt, diese Sache mit dem Dach, das ist ein Thema für sich. Das möchte ich eigentlich schildern, wenn ich meine Reise geschildert habe, die ich erlebt habe, bis dass ich wieder zurückkomme. Und ich sehe also die Dachrinne und ich sehe wie so ein Flachdach. Und ich habe aber, da muss ich jetzt dabei sagen, ich habe mit meiner Mutter mal darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe keinem erzählt, dass dort ein Flachdach ist, weil ich der Meinung war, und das ist auch so, dieses Haus hat Spitzdächer, ganz normale Spitzdächer. Das Haus ist unterteilt, rechte Seite habe ich gewohnt und linke Seite
hat mein Vermieter gewohnt. Das sind also 2 Häuser, die praktisch nahtlos aneinander gebaut wurden damals. Und auf der rechten Seite sind 2 Bäume, die sieht man dann davor. Aber wie gesagt, das steht auf einem anderen Blatt, da erzähle ich gleich was zu. Jetzt bin ich auf der Höhe und sehe den Baum. Und zwar genau den Baum, den ich vorher gesehen habe, wo ich im Bett gelegen habe. Diesen blühenden Baum, der war rosa, blühend rosa bis lila. Und ich habe mich da erkundigt und da ist eine blühende Kirsche. Ich habe also genau die Farbe gesehen von den Blüten. Der war voll in Blüte und ich bin also jetzt ungefähr so, also 6, 7 Meter bin ich hoch. Ich bin also praktisch noch auf der gleichen Höhe ungefähr wie die Dachrinne und sehe den Baum und sehe dann praktisch unten den LKW, der rückwärts vor dem Baum stand. Der LKW stand also rückwärts vor dem Baum. Und ich habe hier oben mich befunden, hier ist der Baum, hier ist der LKW und ich sehe auf den LKW, sehe ich dieses Netz, so ein grünes Netz, das braucht man ja, damit die Sachen beim Fahren auf der Autobahn oder so nicht verloren gehen. Und ich weiß noch, und ich habe auch gesehen, Laub, Schubkarre, Werkzeug. Ich habe noch geguckt, hast du nichts vergessen? Liegt da alles? Da erinnere ich mich sogar noch dran. Ich habe also von oben gecheckt, Schubkarre liegt auf dem Kopf. Der Rechen war vorne vor der Schubkarre, so eine Hake, da wo wir das Gras mitgefegt hatten. Eine Schaufel lag da noch, ein Spaten. Und hinten am Ende, wo die Klappe ist von dem Hänger, also von dem Pritschenwagen, war noch so ein kleiner Haufen so Laub und Erde und so. Wir hatten wohl irgendwo eine Baustelle aufgeräumt und haben dann den letzten Rest so mit der Schippe da auf den drauf. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich sehe das Netz und schaue noch nach, da muss man sich mal vorstellen, ich schaue dann da runter und prüfe nach, ob das Netz richtig verknotet war, weil ich ja am Montag wieder raus musste zur Arbeit und check das noch. So pragmatisch wie ich bin, checke ich das und sehe dann, ja, ist so in Ordnung, ist doch zu. Ich denke mir nichts dabei. Ich war also gefühlsmäßig praktisch in dem gleichen Zustand, als wenn ich hier im Bett liege oder davor bin oder darüber, nur halt eben schwerelos darüber. Und in diesem Zustand habe ich das als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Ich bin also jetzt da oben drüber, ich sehe das Netz und ich sehe Werkzeug, alles in Ordnung, ist okay, alles bestens, geh mal weiter. Ich gehe weiter und die Straße entlang. Ich gucke mir nach hinten, weil ich hatte ein bisschen Sorge. Ich sehe immer noch den Rauchschwad, der war hinter mir. Ich gehe weiter. Jetzt muss ich dabei sagen, die Reise jetzt zur nächsten Kreuzung waren ungefähr 100 Meter. Die habe ich jetzt also nicht als Flug erlebt, sondern einen Bruchteil von einer Sekunde, kann man jetzt sagen, also einer gefühlten irdischen Sekunde, sage ich jetzt mal, war ich plötzlich an der Kreuzung. Und an dieser Kreuzung war ein Eckhaus. Und ich erinnere mich ganz genau, dieses Eckhaus war unten auf der Hälfte verklinkert und oben war es weiß gestrichen, mit weißer Farbe. Und ich denke mir da nichts bei, ach, das ist aber schön hier oben. Ich habe also jetzt auch keine Angst gehabt oder so oder irgendwelches Unwohlsein. Ich habe das also genauso erlebt, als wenn ich jetzt irgendwie mit einem Fluggerät da wäre. Also ich habe das irgendwie als eine logische Selbstverständlichkeit aufgefasst. Ich hatte also auch keine Angst oder irgendwie eine Unruhe oder so. Ich habe es ganz einfach jetzt als einen Zustand wahrgenommen. Ja, jetzt bist du hier vor dem Haus und jetzt guckst du mal. Und dann habe ich realisiert, du bist ja alleine hier. Du bist hier vor dem Haus. Du bist auf mich. Du guckst da unten. Ich habe noch mal umgeguckt. An dem Haus war unten noch früher ein Zigarettenautomat. Der ist jetzt nicht mehr da. Und da habe ich gedacht, was passiert jetzt? Was passiert denn? Wie geht das denn jetzt weiter? Jetzt bist du schon, was weiß ich, ich konnte da hinten schon nicht mehr sehen, wo ich herkam, weil das Park da irgendwie man guckt also immer nur nach vorne, man guckt nicht nach hinten. Man sieht immer nur vor sich. Auch als ich aus dem Fenster aufgestiegen bin, ich hatte den Rauchschwad vor mir. Ich war also praktisch rückwärts. Rückwärts war ich, nicht vorwärts oder seitwärts, sondern ich war rückwärts. Und aus diesem Grunde konnte ich auch nach unten schauen zum Fenster.
Und ich habe dann die Rauchwolke gesehen, also diese Verbindung zu mir. Ich weiß jetzt nicht, was es war. Zu meinem Körper. Den Körper konnte ich übrigens nicht sehen, weil der war ja 2, 3 Meter hinter dem Fenster im Raum an der Küchentür. Jetzt bin ich da oben an dem Haus, auf Höhe der weißen Fläche. Ich sehe unten, ich sehe oben. Ich gucke mir dann auch noch ganz genau an. Ich mache mir keine Gedanken, als wenn ich so stehen würde. Ich hatte aber, wie gesagt, Arme und Beine oder irgendetwas Gliedmaßen von mir habe ich nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen, auch meine Nase nicht oder irgendwas. Das weiß ich noch. Ich habe nur praktisch, was man aus den Augen nach vorne sieht. Und dann habe ich gedacht, du bist jetzt irgendwo anders. Du bist jetzt sehr wahrscheinlich tot. Da passiert jetzt was. Und mit dem Gedanken habe ich gedacht, so schlimm ist das gar nicht. Tot. Du bist praktisch noch bei Gedanken, du fühlst dich wohl, du brauchst dich nicht körperlich anstrengen. Wo du denkst, kommst du hin. Und das war meine große Angst. Ich denke, was passiert hinter der Kreuzung? Wenn ich also jetzt an dem Haus vorbeigehe und schaue nach oben, weil ich hatte mal vor Jahren mal mit meiner Mutter ein Gespräch, da sage ich auch noch was zu. Und die hatte mir mal so was erzählt, ja, hast einen Herzinfarkt gehabt oder sonst irgendetwas, da passiert irgendwas und das passiert schon mal, da hört man schon mal was von, aber das kannst du eigentlich vergessen. Ich glaube, die hat sogar das Wort Hirngespinste genommen. Aber wie gesagt, man erzählt sich sowas, sagte sie mir. Und da habe ich gedacht, sie hat mir dann auch erzählt, Leute erzählen, man sieht dann ein helles Licht, irgendwas Schönes, ein helles, manchmal grelles Licht, aber sehr angenehm und man hört auch schöne Töne und so weiter. Ich muss sagen, ich habe nichts gehört und ich habe komischerweise nur den Himmel gesehen und der war so leicht, grau bis lila war der bedeckt. Und da habe ich gedacht, ich wusste, da kannst du hin, weil ich bin ja auch zu dem Weißen Haus gekommen. Und zwar nur mit den Gedanken, da will ich hin. Da schaue ich nach. Und genau den Gedanken hatte ich auch, da schaue ich nach. Aber dann habe ich gedacht, komischerweise, intuitiv denke ich mir, da ist das Band, da ist noch das Band, da hängst du dran. Das heißt so ganz, stimmt da was nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da gibt es noch einen Kontakt. Lass es sein, geh da noch nicht hin, du hast noch Zeit, lass es sein. Ich bin wieder zurück an dem Haus. Ich war ja fast auf der gleichen Höhe des Hauses. Ich wollte also wirklich jetzt nur, ich habe das Haus wieder gesehen. Und da habe ich eine Erscheinung, da erlebe ich wie eine Frau, und zwar unsere Nachbarin. Ich nenne sie mal mit dem Vornamen Margret. Das war unsere Nachbarin, bei der durften wir Kaffee trinken. Ja, das war immer ganz nett. Die war ziemlich resolut und lieb und nett und herzlich und wir konnten da alle hoch, wir haben da geklönt, Kaffee getrunken, die Kinder bandusten da alle rum, die hatte kleine Kinder, die sind jetzt alle heute erwachsen und die war ein bisschen so herzzerreißend, ja, die war ein bisschen intensiver, die Frau, aber eine ganz Liebe war das und die sagte zu ihren Kindern immer, ab ins Kinderzimmer aufräumen, aber Burschikos, das war so ihr Spruch. Und genau denselben Spruch sagte diese Frau mir, als ich vor dem Haus war, vor der weißen Fläche. Wie gesagt, das Haus war ja unten rot verklinkert. Und oben auf der weißen Fläche sehe ich also leicht transparent, aber trotzdem sehr deutlich das Gesicht dieser Frau. Ungefähr bis zur Schulter, mehr nicht. In Porträtgröße, ungefähr, steht sie vor mir und fragt mich, was willst du denn hier? Was willst du hier? Jetzt aber mal ganz schnell da, wo du herkommst, ganz schnell zurück, aber Burschikos, aber ganz schnell. Ich habe mich erschreckt, weil ich hatte keine Angst vor der. Wir haben gelacht und wir haben immer viel Spaß gehabt, als die Frau noch lebte. Die lebte da nicht mehr, als das passierte. Und aber ich hatte nie, wir haben uns kaputt gelacht, wir haben über die Leute, ihr kennt das alle, man redet schon über die Leute, der ist gut und der ist ein lustiger, das ist ein Lustvogel und so weiter. Wir haben über die Nachbarschaft, aber ich hatte nie diesen Respekt, sagen wir mal, wie ihre Kinder jetzt, sondern sie hat mich also praktisch genauso behandelt wie auch meine Mutter oder andere. Aber in dieser Sekunde, als diese Frau mir das sagte,
Da kriegte ich auf einmal eine Scheu. Wie von Scheuke, da ging eine Klappe runter und auf einmal habe ich gesagt, aber da musst du wieder zurück. Du musst zurück. Mal gucken, ob das noch klappt. Und in dieser Sekunde, ungewollt, ich habe jetzt nicht gesagt, ich will zurück oder sonst irgendetwas, man kann es nicht steuern, kam wie, als wenn ein Staubsauger mich zurücksaugt. So ungefähr ging es zurück durch das Fenster. Ich habe noch gesagt, Mensch, ich hau mir gleich die Rübe auf an der Kante. Und dann, das Ding ruckzuck. Also ich wurde sofort wieder ratzfatz, sofort. Ich konnte gar nicht so schnell denken. Ich habe das gar nicht realisiert. Und auf einmal, ich habe nur noch gemerkt, wie ich also richtig mit einem richtigen Knall, als wenn ich wie so ein Stein in meinen Körper reingeflogen bin. Und ich weiß noch, als das passierte, wo ich also wieder, also mein Körper und ich zusammenkamen, also ich da reingeknallt bin in den Körper durch das Fenster, die Wolke mich da reingezogen hat, wie so ein Staubsauger. Boah, was war denn jetzt los? Ich liege da wieder auf dem Rücken, ich gucke gegen die Decke. Ich sage, was ist das denn jetzt gewesen? Also ich war in Schweißgebadet, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Was ist denn da passiert? Da habe ich erst mal realisiert, du warst aus deinem Körper. Ich habe Sachen gesehen, die ich nicht sehen konnte oder durfte oder sollte. Unter anderem habe ich auch gesehen, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich also ganz dringend auch mit erwähnen möchte, weil es kommen ja irgendwelche Zweifel, auch wenn man da jetzt bist du wach, hast du jetzt einen Traum gehabt, hast keinen Traum gehabt, war es echt, aber es war so echt, ich war hellwach bei vollem Gedanken, als ich unterwegs war, diese 100 Meter, vielleicht 150 Meter bis zur Grenze, wo ich nicht mehr weiter wollte und der Realität in meinem Körper. Das war also praktisch kein Unterschied. Das war kein Unterschied. Ich habe meinen Körper verlassen und ich bin wieder rein. Aber es war irgendwie physisch kein Unterschied. Ich habe da oben, habe ich mich bewegt, genauso als wenn ich durch die Wohnung laufe, auf meinen Beinen. Ich habe mich also praktisch das, was man sieht, da ist man dann auf einmal. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor. Wie gesagt, ich war also jetzt, ich lag in mein Bett und da habe ich gedacht, boah, gucke in die Decke, hier ist was passiert. Das kannst du keinem Menschen erzählen. Ich wollte den Beweis irgendwo finden. Ich habe jahrelang habe ich geforscht, mit meiner Mutter gesprochen. Ich weiß nicht, ich habe noch mit einer Freundin mal darüber gesprochen. Und dann habe ich nachrecherchiert und dann kam ich jetzt hierhin, zu Ihnen, zu euch. Und da macht man sich natürlich Gedanken, wenn man so eine Sache veröffentlicht und erzählt, da macht man sich ja Gedanken, stimmt das alles? Und dabei ist mir aufgefallen, jetzt will ich es mal genau wissen. Ich sitze also abends, 2, 3 Tage vor unserem Gespräch, sitze ich abends an meinem Computer. Und wir haben ja jetzt Gott sei Dank dieses hervorragende Medium Internet. Und da habe ich gedacht, das willst du jetzt mal genau wissen. Dieses Haus hat 2 Spitzdächer. Und zwar das rechte und das linke. Warum sehe ich an der Seite im Blickwinkel die Dachrinne und im rechten Blickwinkel eine Dachpappe, flach? Ich bin hingegangen und habe Google Earth aufgemacht, diesen Begriff kennt heute jeder, und habe diese Adresse eingegeben, wo ich wohne. Mülheim, Winkhauser Weg 68, kann jeder sehen, ist eine öffentliche Adresse, kann jeder sehen. Und wenn ihr da hinschaut, dann werdet ihr sehen, vor diesem Haus 68 stehen 2 Bäume. 2 Bäume. Einer davon, die sind jetzt grün auf dem, ich weiß nicht in welchem Jahr die Aufnahme von Google gemacht worden ist. Aber der rechte Baum von beiden war der Baum, über den ich mich befand. Und den LKW rückwärtsparkend gesehen habe ich ja eben erzählt. Und ich wollte jetzt wissen, was ist mit dem Dach? Und ich kriege einen Schreck. Ich kriege einen gewaltigen Schreck.
mir blieb die Luft fast weg. Ich sehe zum ersten Mal seit 35 Jahren, knapp 35 Jahren, sehe ich zum ersten Mal in Google Earth das Haus in seinem gebauten Zustand. Und ich sehe genau in diesem Haus, wo ich gewohnt habe, also die rechte Haushälfte hat tatsächlich ein Flachdach. Das kann man deutlich sehen. Ich habe noch nie dieses Flachdach gesehen, weil wenn man nach Hause kommt von der Arbeit, da guckt man nach oben, man sieht eventuell bei Regenwetter, guckt man mal, ob die Regenrinne überläuft. Man sieht dann nur die Regenrinne, man sieht aber nicht drüber. Und wenn man sich das genau anguckt, auf der anderen Straßenseite des Hauses, konnte ich nie parken. Da sind wir auch nie gewesen. Mein Sohn nicht, kein Mensch konnte darüber. Die Straße war zu gefährlich. Da waren parkende Autos, da waren Eigentumswohnungen, die Parkplätze sind alle vergeben gewesen. Da konnte ich nicht mal. Ich habe also immer nur an der Seite geparkt, wo ich gewohnt habe. Und durch den Baum hatte ich auch nie die Möglichkeit, auch von der anderen Straßenseite, selbst wenn ich gezielt geguckt hätte, zu erforschen, ob da ein Flachdach ist. Und da habe ich Angst gekriegt. Da habe ich gedacht, verdammt nochmal, du warst wirklich darum. Also da habe ich zum ersten Mal Respekt gekriegt. Ich habe Respekt gekriegt vor dem jenseitigen Zustand eines Menschen, der sowas erlebt. Es gibt wirklich, also für mich der Beweis, das Flachdach gibt es wirklich. Und ich kann es jetzt offen sagen, ich habe die Dachrinne gesehen und das Flachdach. Das war also jetzt keine Vision oder irgendwie ein Bild, was sich jetzt dazu eingefügt hat in meinem Gehirn, sondern ich habe dieses Dach wirklich gesehen und ich weiß auch genau, was ich gesehen habe. Es war mit Dachpappe bedeckt, wie man es früher gemacht hat. Einfache Dachpappe, die wird ja dann so angenietet, irgendwie wird die so festig da. Und so nach einem Meter, ein bisschen weiter, aber da muss ich sagen, da habe ich das Spitzdach nicht mehr gesehen. Der Blickwinkel war zu weit, weil ich habe mich gar nicht gedreht. Sondern ich bin also gedreht jetzt in Gedanken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn ich da oben, ob ich mich jetzt, sehr wahrscheinlich habe ich mich also, ich sage jetzt mal astral, damit es überhaupt einer versteht, gedreht. Aber ich habe das Dach nicht gesehen, das Spitzdach. Das habe ich dann später gesehen. Ich wusste es ja vom Nachbarn, vom Vermieter. Da fing das Spitzdach direkt an der Dachrinne an, ging nach oben und hinten wieder runter. Das konnte man auch sehen von der Seite. Das konnte man sehen, auch wenn ich gekommen bin von oben, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ich kam also immer von dem Weißen Haus, von der Kreuzung, wo das Haus ist. Da bin ich immer gekommen mit dem Auto, habe rechts abgebogen, bin dann gefahren. Und dann hat man schon mal einen Parkplatz gesucht. Dann guckt man links, auch wieder kein Parkplatz da. Und dabei sieht man dann auch schon mal das Dach vom Vermieter, weil da war auch so eine kleine Einfahrt, da war eine kleine Lücke. Das konnte man sehen. Mein Dach konnte man nicht sehen. Das war vom Baum verletzt. Herr Sündermann, ich komme noch einmal zurück zu dieser Begegnung mit dieser Frau in ihrem außerkörperlichen Zustand. War diese Frau zu diesem Zeitpunkt schon verstorben? Also soviel ich weiß, war die Frau schon tot. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht ganz genau, wann die gestorben ist. Ich weiß, die Frau ist früh gestorben. Und ich wollte jetzt auch die Tochter nicht ansprechen, weil die Familie ist sehr verbunden. Ich wollte sie deswegen jetzt nicht befragen. Soviel ich weiß, ist die Frau gestorben. Die lebte damals nicht mehr. Und ich weiß nur nicht mehr genau, wann die gestorben ist. Ob das jetzt 84, dann muss auch ziemlich zeitnah gewesen sein zu dem Erlebnis. Vielleicht war auch deswegen die Frau direkt sofort visionell vor mir, weil das vielleicht der nächst verstorben. Ich hatte sonst keinen in meiner Familie. Außer mein Vater, der ist 1984 gestorben. Das ist also jetzt ein paar Jahre her. Den habe ich auch nicht gesehen, komischerweise. Ich habe nur diese Frau gesehen. Und es kann sein, ich will das jetzt nicht beschwören, ob die jetzt visionell jetzt durch den Rauchdraht irgendwie zu mir gekommen ist und irgendwie aus dem Körper, aus dem Gehirn, irgendwie aus dem Memo-Effekt. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob die gelebt hat oder nicht gelebt hat. Ich weiß nur, die Frau ist verstorben zu dieser Zeit, ungefähr zu dieser Zeit, wo ich das Erlebnis hatte. Ich kann es datuell jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Muss ich fairerweise dabei sagen, wie die Frau mir erschienen ist. Meine Frage ist nur, hätte ja auch meine Mutter sein können, aber meine Mutter lebt ja noch. Damit wäre eventuell die Frage schon beantwortet, dass die Frau gestorben ist. Ich weiß, die Frau ist früh gestorben, das weiß ich. Was für eine Auswirkung hatte diese außerkörperliche Erfahrung auf Ihr weiteres Leben?
Oh ja, da habe ich ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ich bin also in meinem Körper, bin zurück, ich liege in meinem Bett, gucke gegen die Decke. Ich habe realisiert, was gewesen ist. Ich dachte, das ist kein Traum gewesen. Du bist hellwach, du sitzt hellwach, du bist nicht gerade aus dem Schlaf raus oder sonst irgendwas. Und ich war also praktisch jetzt noch gedanklich in dieser Situation, in der ich noch ein paar Sekunden vorher war und habe gedacht, boah, Scheiße, jetzt bist du wieder in den kaputten Körper, kriegst wieder die Krämpfe, hast wieder Herzbeschwerden. Mensch, das war doch so schön. Warum hast du den einen Schritt nicht gemacht? Warum bist du nicht weitergegangen? Aber da hat mich irgendwie die Verantwortung. Es war sehr angenehm. Ich hatte keine Schmerzen. Ich konnte mich bewegen, wohin ich wollte. Ich kam überall an, was ich sah. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Angst, dann noch weiterzugehen. Und generell hat sich dieses Erlebnis bis heute, bis zu meinem heutigen Tag, so weit verändert, dass ich sagen kann, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor irgendetwas. Ich habe aber wohl immer noch meine natürliche biologische Angst. Ich will also deswegen jetzt nicht einen Abhang runterstürzen, weil ich weiß, der liebe Gott oder irgendjemand hält mich dann, ich flattere dann. Nein, das nicht. Alles ist real geblieben, nur meine innere Einstellung hat sich so geändert, dass ich also mit diesem Leben viel besser klarkomme jetzt. Ich kann viel besser entscheiden. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich hatte 2 Infarkte hatte ich und ich habe wirklich auf der Scheppe gelegen und ich weiß noch im Krankenhaus bei meiner Herzoperation 2007, da hatte ich ein lustiges Gespräch mit dem Arzt. Man hat mir also einen Katheter gesetzt am Herzen und die gehen ohne Narkose, werden die gesetzt. Und da habe ich mit dem Arzt gesprochen. Ja, Doktor, wie lange dauert das denn? Ja, sagt der Sündermann, bleib mal schön liegen, jetzt schön brav und so weiter. Jetzt machen wir erstmal hier fertig. Jetzt setzen wir eine Spritze, jetzt beruhigen wir das und so weiter und so fort. Und dann habe ich da so hin und her und dann habe ich gesagt, und wenn fertig, ich habe Hunger auf einen Schnitzel. Habe ich dem wirklich gesagt, ich habe Hunger auf einen Schnitzel. Da sagt der Sündermann, jetzt ist erstmal gleich Kaffee, gleich erstmal operieren, dann Kaffee und dann Aufwachstation und dann schön leise bleiben. Ich sage, ist in Ordnung, Doktor. So, jetzt sind wir durch. Können wir? Ich sage, jetzt können wir machen. Aber vorher noch einen Kaffee. Während der Operation habe ich mit dem so gesprochen. Ich hatte keine Angst vor dem Ableben. Ich hatte ja damals, 2007, hatte ich ja dieses Erlebnis. Also wie gesagt, es begleitet mich immer in gefährlichen Situationen. Mhm. Ja. Und schützt mich praktisch vor Fehlentscheidungen. Mann, der Professor, der kam hoch, Sündermann. Was wir da mit dir erlebt haben, was war das denn? Ich sage, was, Doktor? So eine Operation haben wir ja noch nie erlebt. Ich bin jetzt mein Leben lang, ich bin Professor und Vorsitzender und Vorstand dieser OP, der war dabei bei der Operation. So eine schöne Operation wie mit Ihnen haben wir noch nie erlebt, dass einer lachend sich auf den Stuhl setzt und Witze macht mit dem Chirurgen. Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Sowas. Ja, ich sage, der Junge, der war richtig gut drauf, der machte den Spaß mit. Der hat mir auch Spaß gemacht. Der Sündermann, ich ziehe davor den Hut. Das sagte der mal. Ich hatte also keine Angst. Wie gesagt, da muss wohl sehr wahrscheinlich wieder dieses Erlebnis oder das Gefühl, die Sicherheit. Zu mir sagte mal jemand, mehr als sterben kannst du nicht. Ist nicht ganz richtig, da ist noch eine ganze Menge mehr, aber im Prinzip ist es so. Ich habe nur vor einem habe ich Angst und da ist keiner vorgefeit. Der Übergang. So ein Infarkt tut weh. Solange die Nerven dann noch funktionieren und angeschlossen sind und das alles noch ein bisschen arbeitet, tut das weh. Aber nach einer gewissen Zeit, auch meine Krämpfe, die ich hatte und die Herzbeschwerden, nach einer gewissen Zeit merkt man nichts mehr davon. Man merkt gar nichts mehr. Und deswegen, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange sowas dauert, bis dass man also jetzt in einen Zustand kommt, wo man also keine Verbindung mehr hat und die Schmerzen nicht mehr empfängt. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sein. Ist nicht so, als wenn wir hier mit Zauberei zu tun haben. Ich gehe immer noch davon aus, dass das ein ganz natürliches Phänomen ist. Vollkommen natürlich. Und nur einige Menschen erleben das auf ihre Art. Vielleicht so wie ich. Herr Sündermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.